Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der World Boss ist offiziell auf allen Servern nun verfügbar. Wir haben wieder Codes für euch am Start in Bezug auf den World Boss speziell. Ja, es gibt wieder ein fettes Giveaway hier in diesem Video zu gewinnen und meine ersten Tipps und Tricks und Hinweise und Erkenntnisse, was man am besten kaufen sollte beim Katapult und wie man sich gegen den World Boss verhalten sollte. Das auf jeden Fall und vieles mehr. Wenn ihr nichts verpassen wollt, bleibt auf jeden Fall dran. Wir starten direkt rein mit dem Code, und zwar gibt es einen World Boss Code von mir, und zwar heißt dieser Dorza-W Boss. Ja, dieser gibt euch 5 Stadtbanner und 20 Katalysatoren, also 5 von den Flaggen hier und 20 von den Katalysatoren. Wie immer könnt ihr das hier auf das Plus hier oben einlösen und dann hier bei Coupon einlösen, und hier gebt ihr dann diesen Code ein, Dorza-W Boss, und ja, dann seid ihr da auf jeden Fall gut am Start, gut unterwegs und könnt das Ganze dann easy benutzen. Das auf jeden Fall erstmal soweit dazu. Dann gibt es von mir ein Giveaway, weil wir ja momentan auch wieder Aktionen haben im Webshop, und diese wird laufen von quasi heute von Donnerstag bis Samstag. Ja, bis Samstag habt ihr Zeit, an diesem Giveaway teilzunehmen, an dem Gewinnspiel. Was müsst ihr dafür machen? Falls ihr noch kein Abonnent hier auf dem Kanal seid, würde es mich sehr freuen, dass, ja, wenn ihr hier ein Abo da lasst, dann seid ihr auch immer neuestens informiert für alle neuen Updates und auch weitere Giveaways. Dann würde ich mich sehr über ein Like auf das Video hier freuen, und ihr müsst einen Kommentar unter diesem Video hier verfassen. Ist egal, was ihr da reinschreibt, Hauptsache ihr schreibt da irgendwas rein, was Nettes, wäre auf jeden Fall ganz cool, und da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, und dann nehmt ihr automatisch schon an diesem Giveaway dran teil. Ja, da habt ihr Zeit halt, wie gesagt, bis Samstag. Da losen wir den Gewinner hier auf YouTube aus. Es wird wieder eine Paysafe-Karte im Wert von 100 € zu gewinnen geben, was umgerechnet jetzt im Webshop gerade 3600 Pilze sind. Ja, das Giveaway wird auch wieder unter anderem gesponsert vom Creator Code. Das heißt, dadurch, dass ihr immer so fleißig meinen Creator Code nutzt, gebe ich euch auch sehr gerne immer was zurück. Das ist so das Mindeste, und da möchte ich mich dann auch einfach für, ja, erkenntlich zeigen, dass ihr mich immer so krass supportet hier. Deswegen vielen, vielen lieben Dank auch an alle Leute, die beim Kauf von Pilzen oder jetzt bei den Paketen hier meinen Creator Code Dorza verwenden, um dann halt eben, ja, Pilze mit meinem Code zu kaufen. Das kostet euch keinen Cent mehr, ist ein riesen Support für mich, und dadurch werden solche Giveaways hier halt eben veranstaltet, oder halt eben auch wie ja, in dem Video gestern erwähnt. Das war das Dungeon-Video hier. Wir besiegen alle 60 neuen Dungeon-Bosse am Stück. Da habe ich die ersten 5 Minuten des Videos darüber geredet, wo dieses Jahr die Spenden aus dem Creator-Code landen werden. Denn auch dieses Jahr werden wir wieder dem Tierwohl das Ganze zugutekommen lassen, und alles, was ihr halt eben so über den Creator-Code halt eben hier eintragt in meinen Namen über den Code Dorza, werden wir dann auch wieder anteilig an eine gemeinnützige Organisation in meiner Umgebung spenden, und auf die bin ich hier in diesem Video eingegangen. Wer das noch genauer sehen will, kann hier natürlich sehr gerne vorbeischauen. Ansonsten wird auch Ende des Jahres dazu wieder ein Video folgen und wird sich hier in dieser Playlist mit einreihen, und ja, das werden wir weiterhin auf jeden Fall so machen. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank. Ein Teil der Creator Code Einnahmen geht halt eben auch in solche Projekte rein, und das auf jedes Jahr aufs Neue. Deswegen danke, danke, danke auf jeden Fall an der Stelle für den Support. Das ist wirklich nicht selbstverständlich und weiß ich, wie gesagt, sehr, sehr zu schätzen. Ja, das hier ist der Code, und genau, mit dem Giveaway habt ihr jetzt Zeit bis Samstag dran teilzunehmen. Genau, ja, ihr habt ja vielleicht gerade gesehen, wir haben es jetzt eine Stunde, beziehungsweise ist jetzt von 8 auf 9 Uhr geswitcht, und vielleicht habt ihr gesehen, dass wir hier mehr Kriegsbeute hinzugefügt bekommen haben. Ja, weil jede Stunde wird diese Kriegsbeute hier aktualisiert, und die setzt sich daraus zusammen, je nachdem, was ihr halt eben an Schaden gegen den World Boss gemacht habt. Ne? Und da kommen halt eben solche Sachen raus, wie zum Beispiel Gold, Metalle, Kristalle und halt eben auch diese Katalysatoren, die kriegt ihr auch da draus, und je mehr Schaden ihr macht, kriegt ihr auch mehr von diesen Rewards. Ja, das ist gar nicht mal so wenig, muss ich wirklich so sagen.
Wenn ihr so wie ich jetzt ein voll ausgebautes Katapult habt und auch ein gutes Katapult, da komme ich jetzt auch gleich drauf zu sprechen, so was sollte man sich kaufen und was sollte man eher vielleicht nicht machen, dann erreiche ich tatsächlich pro Stunde an generierten Gold so um die 110 Millionen Gold momentan gerade mit meinen Statpunktwerten, mit meiner Stufe und mit dem Katapult, was ich habe. Ja, umso besser natürlich ich Statpunkte habe, umso besser mein Katapult ist und umso höher ich im Level bin, erreiche ich natürlich auch noch mehr Stats dann. Ne? Aber das ist eben das, was für mein Level, für meine Werte und für meinen Account halt eben gut geschrieben wird. Das sind etwa 110 Millionen Gold pro Stunde, wenn ich so ein gemaxtes Katapult hier am Start habe. Ja, wir holen uns das ab. Die Medaillen bekommen wir auch aus dieser Kriegsbeutekiste und genau, dadurch setzt sich quasi euer persönliches Ranking dann zusammen. Wir sind gerade momentan Platz 3. Ich habe gestern die ersten 1,5 Stunden von World Boss leider komplett gefehlt, deswegen bin ich auch ein bisschen behind, was so die Medaillen angeht, aber ja, über die paar Tage kann man das vielleicht auch sogar noch aufholen, werden wir sehen. Auf jeden Fall haben wir hier bei der Kampfauswertung, sind wir gerade bei World Boss 40, ja, und haben hier halt eben mit dem World Boss 5 angefangen. Hier haben wir die Todesstoßtruhen werden hier ausgeteilt und halt eben die am meisten Damage gemacht haben. Ich bin hier tatsächlich noch nicht mit aufgelistet, ja, das liegt daran, weil wir gestern zwar den meisten Schaden auf bestimmten Bossen gemacht haben, zwischendurch jetzt nicht mehr den meisten Schaden gemacht haben, weil ich zwischendurch auch gepennt habe, ja, dann ist das Katapult natürlich dann auch ausgelaufen so. Ne? Ich habe mir jetzt da nicht extra einen Wecker gestellt und tatsächlich wird momentan beim Schaden pro Stunde hier noch nicht der kritische Schadensbonus wohl mit einkalkuliert und auch nicht die Schussgeschwindigkeit, was den Schaden pro Stunde hier noch anzeigentechnisch fehlerhaft macht, weil meine Kriegsbeute pro Stunde wäre deutlich, deutlich höher als 281 pro Stunde. Die liegt momentan so bei 450, 500 so ungefähr fast, was wir hier rausholen, so an Kriegsbeute pro Stunde und je nachdem halt eben auch die dementsprechenden Medaillen. Ja, deswegen, das ist momentan noch ein bisschen fehlerhaft, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Was halt eben ziemlich vom Nachteil ist, für die Kampfauswertung heißt den meisten Schaden gedealt und so, werdet ihr da dementsprechend auch momentan gerade noch nicht angezeigt, heißt ihr könnt auch eventuell die Truhen hier nicht bekommen, zumindest ist es so auf dem Testserver F9 momentan gerade, dass ich ein paar Mal vielleicht schon hier den meisten Damage auf einer Ebene gedealt habe, aber halt eben der Schaden pro Stunde noch so fehlerhaft ist, dass das hier halt eben nicht mit den meisten Schaden pro Stunde eingefügt wird. Ja, was halt aber eben passt, ist auf jeden Fall, sind die Rewards, die ich bekomme. Also die Kriegsbeute würde mir ja sagen, ich kriege 281 pro Stunde und ich bekomme aber so ungefähr 450, so 500 Kriegsbeute pro Stunde. Und das hat man ja auch, glaube ich, eben gerade hier gesehen. Ich weiß nicht, was es jetzt genau gewesen ist. Ne? Ist ja auch immer unterschiedlich, was ich hier gerade für ein Katapult am Start habe und so. Und wie lange ich die Ebene angreife, sind ja viele Faktoren. Und da hat man das vielleicht eben gerade gesehen. Und hier mit den Medaillen und den Rewards ist alles in Ordnung. Ich kriege alles so gerecht, wie es sein sollte. Es wird halt hier eben nur nicht angezeigt, was halt auch fehlerhaft sein könnte hier für die Todesstoß, beziehungsweise für den meisten Schaden gedealt hier für die Truhen. Die bekommt man halt dann eben auch nicht, weil das momentan gerade noch ein bisschen fehlerhaft ist aber schon bekannt, wird hoffentlich dran gearbeitet. Florian war gestern im Stream dabei und hat das gesehen, der weiß Bescheid. Mal gucken, dass das relativ schnell vonstatten geht. Genau, was ist das Beste, was man machen kann? Jetzt vielleicht nochmal für die Leute, die sich fragen, okay, ich habe jetzt hier die ganzen Sachen am Start, hier im Shop, was soll ich mir kaufen? Ich bin überfragt. Also, meine persönliche Erkenntnis, die ich jetzt von gestern aus dem Stream, wir haben gestern 6 Stunden den World Boss eigentlich fast nur gestreamt, mitnehmen kann, ist, das ist jetzt mittlerweile mein drittes Katapult, was ich komplett gemaxt habe auf 10. Ja? Mein erstes Katapult habe ich gebaut, weil ich es schnell hochziehen wollte und so schnell wie möglich hinterher sein wollte, was gedealten Schaden angeht. Dabei sind mir ein paar Patzer passiert, die ich erst im Nachhinein realisiert habe. Aber man muss halt eben aus Fehlern lernen und das haben wir gemacht. Auf jeden Fall im Prinzip gibt es 2 Varianten, die ihr spielen könnt, wenn ihr richtig hart reinpayen wollt.
könnt ihr tatsächlich, und jetzt dürft ihr nicht geschockt sein, diese Variante, ich weiß nicht, wer das verwendet, ob das überhaupt jemand verwendet oder nicht, da würde ich auch jetzt keinen Wert drauf legen. Es gibt ja, das ist wirklich nur für die absoluten Freaks, es gibt ja Verbesserungen, die nenne ich mal 70-30 Verbesserung. Heißt, es gibt hier quasi Buffs, die euer Katapult die ersten 30% von 100 bis 70% beim World Boss sehr viel Schaden machen. Dann der Zwischenraum nach 70%, 60, 50, 40% bis zu 30%, ja, machen diese Buffs dann gar keinen Schaden mehr. Beziehungsweise, ja, der erste Buff, den ihr kauft, macht dann sowieso keinen Schaden mehr, weil er nur für die ersten 100% beziehungsweise 30% von den ersten 100 da sind. Dann gibt es noch einen Buff, der halt eben bei den letzten 30% auch nochmal extrem viel Schaden macht. So, diese gibt es. Die sind aber komplett useless, wenn ihr gerade zwischen diesen 30 und 70% seid. Das heißt, die Buffs fallen in der Zeit komplett weg. Ja? Das heißt, die sind nur für einen bestimmten Zeitraum beim World Boss wirklich useful. So, ne? Und da gibt es jetzt halt eben die Theorie, dass man sagen könnte, okay, man baut sich ein Katapult für die ersten 30% Leben des Gegners, dann baut man sich, also man zerstört dann sein Katapult, dann baut man sich ein zweites Katapult für den Bereich zwischen 30 und 70%, was wir jetzt zum Beispiel haben hier. Wir haben zum Beispiel hier Buffs, die immer gelten und nicht für einen bestimmten Prozentbereich, ja, und dann nochmal ein drittes Katapult bauen für denselben World Boss, der dann extra für die letzten 30% ausgelegt ist. Das wäre wahrscheinlich das Optimalste, aber auch das Teuerste, weil ihr müsst für einen World Boss dreimal euer Katapult umändern. Das ist komplett nicht worth, würde ich auch nicht empfehlen, wäre aber wahrscheinlich das Optimalste. Ich hatte gestern den Fehler gemacht. Ich hatte so einen Buff gehabt mit diesen ersten 70% und so, und dann hatte ich tatsächlich dann hatte ich einen Buff gehabt mit hier zum Beispiel den Schadensbonus. Da gibt es auch zum Beispiel was das Katapult noch besser macht, und zwar kritischen Schadensbonus. Gibt es dann auch noch, das hatte ich leider nicht gefunden gehabt. Das ist auch ein bisschen immer schwierig, euer Katapult perfekt optimal auszubauen, weil ihr natürlich auch die dementsprechenden Buffs erst finden müsst. Es gibt zum Beispiel noch das Ding, dass man anstatt diesem Geschoss hier nicht Schadensbonus, sondern kritischen Schadensbonus bekommt, und dann kann man quasi die anderen zwei Sachen, also ja, diese zwei Sachen sind ja immer Standard, ne? Das Gewinde und Geschoss, das habt ihr ja immer. Die drei Sachen sind hier immer variabel, ja. Und hier könnt ihr halt eben sehr gut zum Beispiel Sachen nehmen, die würde ich jetzt bei jedem World Boss immer nehmen, die für 100% von World Boss gelten und nicht für die ersten 30 und für die letzten 30%, sondern immer, da habt ihr am meisten von auf jeden Fall. Und da würde ich euch empfehlen, auf einen Crit-Bild zu gehen. Was heißt das? Crit-Bild, ihr geht quasi mit zwei Zielvorrichtungen am Start, wo ihr quasi eure kritische Trefferchance steigert, sodass wir jetzt insgesamt eine kritische Trefferchance von 51% haben. 1% ist Basis, ja, und 50% durch die Buffs. So, und wenn ihr jetzt ein optimales Katapult haben wollt, was jetzt noch besser ist als das hier, das hatten wir zum Beispiel gestern in einem Livestream gehabt, da hatten wir ein perfektes Katapult. Da hatten wir kritische Trefferchance, 30 und 20% plus den kritischen Schadensbonus, ich glaube, der war bei 80% oder so, hatten wir dann auch nochmal gehabt. Und dadurch hatte ich quasi die Chance, auf 51% einen Crit-Treffer zu machen, plus den kritischen Schadensbonus dann auch nochmal extrem geboostet, also ein komplettes Crit-Katapult. Ja, das gilt auch für 100%. Ja, des Gegnerlebens und nicht für 70 oder 30% hier und da mal, sondern der ist immer am Start. Das heißt, insgesamt habt ihr davon mehr. Und wenn ihr ein perfektes Katapult zusammenbauen wollt, dann würde ich euch empfehlen, halt eben die Trefferchance zu nehmen und den kritischen Schadensbonus, falls ihr bekommt. Den habe ich jetzt nicht bekommen, ich habe hier den normalen Schadensbonus, ist aber auch, denke ich mal, okay. Ist aber nicht das ganz Perfekte. Ich denke mal, Botze hat hier das Perfekte und hat nochmal dann den kritischen Schadensbonus und macht dadurch dann mehr Damage dann jetzt als ich gerade in dem Moment. So, und das ist das Ding, wo ihr drauf achten wollt. Ich hatte zum Beispiel gestern, da hatte ich einen Fehler gemacht, ich hatte kritischen Schadensbonus, hatte ich irgendwie 80%, ja, dann hatte ich noch eine 70% Verbesserung
und noch irgendwas anderes irgendwie, normaler Schaden oder so, keine Ahnung. Aber diese kritische Schadensbonus-Geschoss, was ich da hatte, war komplett useless, weil ich hatte diese Zielvorrichtungen nicht. Das heißt, ich hatte richtig viel kritischen Schadensbonus gehabt, hatte aber gar keine Trefferchance, beziehungsweise nur diese 1% Basis. Und das war mein Fehler gewesen gestern, deswegen es bringt euch nichts, den kritischen Schadensbonus zu holen, wenn ihr keine Trefferchance habt. Heißt, wenn ihr kritischen Schadensbonus machen wollt, dann braucht ihr auch diese kritische Trefferchance. Ich glaube, und das sind halt eben so die ersten Hinweise bzw. Tipps und Tricks, die ich euch geben könnte, ich glaube, dass diese kritische Trefferchance essentiell ist und man darum sein restliches Katapult aufbauen sollte. Also man sollte wahrscheinlich sich auf eine Ebene vielleicht positionieren, wo man sagt, okay, man nimmt hier jetzt als Beispiel die obere, hat hier zum Beispiel den Schaden, so oben, dann die Crit-Chance oben und dann nochmal eine Crit-Treffer-Chance weltweit, also oder ich sag mal auf allen 3 Ebenen. Das haben wir ja hiermit und die 2 sind ja speziell. Ihr kriegt ja, ihr könnt auch zum Beispiel ein Bild machen, wo ihr komplett überall Schaden austeilen könnt, ist aber nicht wirklich empfehlenswert, weil dann könnt ihr zwar überall Schaden austeilen, aber ihr solltet euch eher auf eine Ebene konzentrieren, auch einfach nur wegen diesen Truhen hier, wer wo den meisten Schaden gemacht hat. Und ja, dafür könnt ihr zwar, wenn alle Teile liegen sollten, könnt ihr zwar die letzten 2, 3 oder 5% vielleicht 2 Buffs nicht benutzen, wie zum Beispiel diese hier, ja, weil dann der Kopf down ist als Beispiel, dann müsst ihr halt für einen kleinen Moment in eine andere Ebene wechseln, um dort halt eben noch Schaden weiter auszuteilen, aber dann geht ihr da beim nächsten World Boss direkt wieder in die oberste Ebene rein. Ja, also das ist halt so das, was ich momentan am besten finde und was ja auch im Chat gestern so als am besten aufgenommen worden ist, dass man diese Trefferchancen, diese kritischen Trefferchancen versucht zu steigern, plus halt eben den kritischen Schadensbonus dann bekommt. Ja, das sind so diese 3 Sachen, die ich euch empfehlen würde und da habt ihr wahrscheinlich dann ein sehr, 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 sehr gutes Katapult dann am Start. Ja, und das hatte ich gestern gehabt und damit haben wir wirklich auch am meisten gemacht in diesen 8 Stunden, wo halt eben dieses Katapult halt eben auch hält. Ja, kauft euch immer die Geschosse und Gewinde frei, wenn ihr im Shop, ihr habt ja mehrere Auswahlmöglichkeiten dann, kauft euch diese immer, nur wenn ihr keine weiteren Kaufmöglichkeiten habt. Wenn ihr zum Beispiel hier Crit-Chance bekommt oben oder zum Beispiel Crit-Chance generell, dann kauft euch die und dann habt ihr die schon mal hier in eurem Katapult drin und könnt die dann auch später nur noch bekommen, wenn ihr alle 5 Slots belegt habt, okay? Weil diese 2 hier, die habt ihr ja wie gesagt immer, die könnt ihr kaufen, um den Shop zu rerollen, falls ihr keins bekommen solltet, was euch irgendwie so weiterbringt. Ja, falls ihr seid auf oben fixiert, bekommt jetzt Sachen, die für unten geeignet sind oder so, dann kauft ihr eins von den beiden, um halt eben den Shop einmal zu resetten, weil diese beiden müsst ihr sowieso ausbauen und die habt ihr sowieso immer. Ja, und dann sind das quasi wie Rerolls, könnt ihr diese beiden Sachen sehen, um halt eben die restlichen guten Sachen zu bekommen für euer Katapult, was ihr halt eben haben wollt. Ja, das könnt ihr so als Kaufchance nehmen. Ihr verbessert eure Buffs hier, beziehungsweise eure Slots hier, diese beiden, kauft ein neues Item frei und dann habt ihr wieder die Chance, Items zu bekommen, die ihr halt braucht. Das würde ich so ein bisschen so aufteilen, das nochmal so als kleiner Tipp, nochmal hier am Rande. Gut, ansonsten ja, zu den Kosten nochmal. Ich hatte gestern beim ersten Katapult, hatte ich insgesamt knapp, ich glaube so 500 Pilze bezahlt für das erste Katapult. Da habe ich aber nur Pilze benutzt, keine Ressourcen, keine Katalysatoren, das war sehr, sehr teuer. Ja, beim zweiten Katapult hatte ich dann schon Katalysatoren durch die Kämpfe halt, plus ich habe mir die auch aus dem Shop geholt. Das zweite Katapult, was mich auf komplett 10 hier gebracht hat, hatte mich nur noch ein bisschen über 100 Pilze gekostet und das ist, denke ich mal, okay dafür, dass man pro Stunde 110 Millionen Gold bekommt. Ja, das ist schon relativ viel, sag ich mal. Und halt eben auch noch andere Ressourcen so, ne? Und halt eben Medaillen, wo man sich hiermit platziert. Ist immer noch viel natürlich, ne? Aber das kann man auch richtig, richtig gut mit den Katalysatoren ausgleichen. Und beim dritten Katapult, ja, habe ich glaube ich irgendwie, weiß ich nicht, sogar unter 100 Pilze bezahlt, um das komplett zu maxen. Musste natürlich viele Katalysatoren verbrauchen und Ressourcen, aber keine Pilze. Und das ist halt eben, ja, am Anfang, glaube ich, ist es relativ teuer, dann wird es aber umso günstiger, weil man natürlich Katalysatoren farmt, umso mehr Schaden man macht und deswegen auch umso
günstiger das Katapult wird von den Ausbaukosten her. Das auch nur noch mal kurz zu den Kosten soweit. Aber das soll es jetzt erstmal für das erste Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, konnte euch irgendwie ein bisschen weiterbringen. Ja, das sind auf jeden Fall so die Erkenntnisse, die ich jetzt bisher gemacht habe hier in Bezug auf den World Boss und was man machen sollte. Ne? Das soweit dazu. Ansonsten, ja, man kann nicht immer Platz 1 werden, weil ihr schlaft natürlich auch, euer Katapult läuft aus, so. Ne? Das Ding kann man natürlich hier immer verlängern, das ist klar, aber das Katapult müsste man im optimalsten Fall ausbauen, bevor ihr pennen geht, damit ihr 8 Stunden in Ruhe schlafen könnt. Ja, das ist so das Ding. Ich habe jetzt mehr Wert auf den Schlaf gelegt, deswegen hier auch die Platzierung in der Rangliste ist so und deswegen, ja, das auf jeden Fall dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen und es konnte euch weiterhelfen. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg beim Giveaway. Bis dahin, ja, hören wir uns, haut rein und bis zum nächsten Mal.